So, Montagmorgen, kurz vor 5 Uhr. Jetzt geht's wieder weiter. Unsere Zeit in Antigua ist vorbei. Es waren jetzt 3 Monate. Ja, auch wieder. Und ja, wir fahren jetzt zur Grenze nach Mexiko und schauen mal, dass die uns da reinlassen. Ja. Also, Abfahrt. Sind wir ja gerade dabei, nach Mexiko zu fahren, und die letzten 6 Stunden sind wir jetzt von Antigua zum Grenzübergang gefahren nach Tecún Umán. Nehmen jetzt unsere Papiere und gehen mal rein und schauen, was sie zu unseren überzogenen Visas und alles sagen. Es bleibt also spannend. Wir haben dann unsere Papiere genommen und sind rein in die SAT, in die Grenzbehörde. Zum Glück war da auch gar niemand da, also wir waren absolut die einzigen, die da drinnen waren. Und haben dann dem Grenzübergangsbeamten unsere Papiere gegeben. Der hat sich das angeschaut und uns natürlich als allererstes gefragt, wo denn unsere aktuelle Einfuhrgenehmigung sei. Weil unsere natürlich schon seit dem Anfang Mai abgelaufen war. Wir haben ihm dann erklärt, dass wir für die Zeit von der Pandemie in Paredón in Antigua waren und hatten zum Glück ein Schreiben von der Polizeibehörde ausstellen lassen, wo wir standen, von der Touristenpolizei, die bestätigt hat, dass wir die Zeit auch dort verbracht haben. Wir haben echt unterschiedliche Infos bekommen. Die einen, die rüber sind, mussten Strafe zahlen, die anderen nicht, und es war echt super verwirrend. Und dann haben wir einfach gesagt, wir wollen dieses schreiben, um sicher zu gehen. Ja, das haben wir ihm dann gegeben. Er hat es auch anstandslos akzeptiert, kopiert und zu den Unterlagen gelegt. Wir sind dann auch raus, haben die Fahrgestellnummern natürlich überprüft, damit wir auch wieder alles ausführen, was wir eingeführt haben. Und ungefähr nach 15 Minuten war das eigentlich erledigt und wir konnten rüber zur Migrationsbehörde für die Visa-Stempel. Da war ein bisschen was los, 3 oder 4 Menschen vor uns, aber super freundlich, anstandslos, den Stempel rausgekriegt, keine Fragen gestellt, und das war's gewesen. Ja, damit waren wir ausgereist aus Guatemala. Wir sind dann zum Auto gelaufen und mussten dann über die Brücke rüberfahren nach Mexiko. Und wir dachten schon, der schwerste Teil wäre vorbei. Genau, aber das kam dann ein bisschen anders raus. Ja, die Überfahrt über die Brücke war toll, man hat den Fluss gesehen. Auf jeden Fall sind wir dann an der mexikanischen Immigrationshäuschen angekommen. Ja, dort wurden uns dann erstmal der ganze Kühlschrank leer geräumt. Also das war auch, in Laredo war das nicht so, dass wir alles rausnehmen mussten. Also alle Früchte, alle Eier, alles was irgendwie frisch war, was wir noch im Kühlschrank hatten, haben sie dann rausgenommen und weggeschmissen. Ja, dann mussten wir parken und sind dann rein, beziehungsweise ging es dann erstmal los, Fieber messen. Dann hatten sie mit Klebeband überall ausgelegt, wo man sich hinstellen muss. Dann bist du durch die Schlange und dann wurde halt einer nach dem anderen immer nur in das Migrationshäuschen reingelassen. Und drinnen war es ungefähr so, dass pro Einreisender ein Angestellter kam, der aufgepasst hat, dass man alles einhält und am richtigen Platz steht. Ja, die Visas waren auch überhaupt dann kein Problem. Also die 6 Monate haben wir dann gleich bekommen dort in Mexiko. Haben sie uns gleich abgestempelt. Das bezahlt man dann mit 22 Euro pro Person war das. Und für uns stand dann halt nur noch die Autoeinfuhr an und die hat sich dann ein bisschen anders entwickelt. Ja, wir haben der Dame hinterm Schalter dann unsere Papiere gegeben und die Kopien. Ganz normales Prozedere wie gewohnt am Grenzübergang. Und sie hat sich dann hinter ihrem Computer verkrochen und angefangen einzutippen. Uns war klar, das dauert, also sind wir da gesessen und haben gewartet. Und es ging auch eine Zeit lang, aber dann kam sie mit einem von unseren Dokumenten ans Fenster und hat uns eine Frage gestellt. Und dann kam alles ins Rollen. Ja, sie hat dann gesagt, beziehungsweise auf dem Fahrzeugschein ist ja das Datum von der letzten HU festgehalten. Und wenn du länger unterwegs bist, das kennen die meisten, die Langzeitreisen im Auto,
im Ausland, dann läuft zwangsläufig irgendwann dein TÜV ab und da es das in den Ländern, wo wir einfach sind, nicht gibt, also in Mexiko gibt es keinen TÜV wie in Deutschland und in Guatemala gibt es schon gar nicht, dann kannst du den auch nicht erneuern und du kannst ja auch nicht mal kurz mit dem Auto zurück, um den TÜV zu erneuern. Also ist es zwangsläufig so, dass der irgendwann abläuft und sie meinte dann, mit dem Ablauf von der HU wäre auch unsere Registration vom Auto beendet gewesen. Sie ist dann zu ihrem Chef bzw. zu dem Zollbeamten, um sich einfach zu vergewissern. Und dann ging es echt, also es ging echt los. Der war echt so eiskalt, der Beamte, weil er einfach geglaubt hatte, dass wir ein Auto illegal einführen wollen. Genau. Es ist so, dass im Gesetz in Mexiko steht und auch für die Autoeinfuhr im Gesetz steht, dass du nur Fahrzeuge einführen darfst, die angemeldet, sprich registriert sind. Und die haben sich da aus welchem Grund auch immer so auf das Datum eingeschossen und uns nicht geglaubt, dass es in Deutschland möglich ist, das Auto angemeldet zu lassen, auch wenn man kein TÜV mehr hat. Also man kann das, soweit wir wissen, jahrelang in der Garage stehen lassen, mit oder ohne TÜV spielt keine Rolle. Und dass es einfach gilt, wenn man die Papiere hat und wenn der Stempel auf den Kennzeichen ist, dass das einfach die sogenannte Registrierung ist. Und er war einfach von der Person her auch so, wie Ascha schon sagt, eiskalt. Und er hat einfach gedacht oder war in der Verfassung, das, was er sagt, ist richtig und alle anderen haben keine Ahnung. Wir haben ihm natürlich versucht zu erklären, was es mit dem TÜV auf sich hat, aber unser Spanisch war ja natürlich nicht ausreichend. Zum Glück haben wir unseren Nachbarn damals in der Antigua gekannt. Der kannte wiederum einen hier in Mexiko, der eine Autowerkstatt hat. Und der war dann in der Lage, dem Zollbeamten zu erklären, was es mit der TÜV-Plakette auf sich hat. Ja, wo wir das erste Mal dann angerufen haben, wollte er nicht mal mit ihm reden, mit dem Deutschen hier aus Mexiko, weil er nicht an fremde Telefone darf und was er alles erzählt hat. Dann habe ich einfach das Telefon auf Lautsprecher gemacht und dann musste zuhören und so konnten wir dann wenigstens, dass er ihm erklärt hat, okay, das Auto ist registriert, in Deutschland ist das so und so, das alles in einem richtig guten Spanisch und das hat ihn dann schon mal ein bisschen umgestimmt, da hast du dann das erste Mal gemerkt, okay, er denkt mal ein bisschen drüber nach, was wir erzählen. Es ging dann eine Weile weiter und dann hat er uns den Vorschlag unterbreitet, dass wir kurz nach Mexiko reinfahren dürfen, auf der anderen Seite wieder raus und zurück nach Guatemala. Weil wenn wir auf mexikanischem Boden bleiben und das Auto eben nicht richtig eingeführt wird, dann wird es konfisziert. Und wenn du das hörst, dann wird es dir echt richtig anders, weil es ist alles, was du hast, steckt da drin. Und sie sagen dann einfach, ja gut, dann konfiszieren wir es halt und ihr müsst halt gucken, was ihr macht. Und das ist echt gar keine witzige Situation. Wir haben dann auch erklärt, zurück nach Guatemala geht nicht, weil wir sind gerade ausgereist. Im Moment sind die Grenzen zu nach Guatemala. Als Tourist darfst du sowieso nicht einreisen. Und wenn du mit dem Auto in Guatemala warst, dann darfst du für 90 Tage nicht mehr zurückkehren mit dem Auto. Also da braucht es eine längere Pause, bevor du das wieder einführen kannst. Also zurück nach Guatemala ging einfach überhaupt nicht mehr. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir konnten uns das bis dato auch nicht vorstellen. Aber was das mit einem macht, man steht da und ist allem ausgeliefert. Die einen wollen dich nicht reinlassen, beziehungsweise wir hätten niemals nach Mexiko können und zurück nach Guatemala war auch keine Option. Und wir wussten einfach nicht, was machen. Es war so schrecklich, weil ja, du kannst es gar nicht in Worte fassen, wie es dir da einfach geht, weil wir dachten, wir haben ja nichts Illegales gemacht, aber dieser Mensch oder dieser Zollbeamte war nicht zu überzeugen. Ja, es ging dann 2-3 Stunden weiter, dass wir ihm gesagt haben, die Papiere, er hat dann wieder mit seinem Chef gesprochen, dann wieder unsere Kennzeichen fotografiert, die wieder irgendwo hingeschickt, wieder zurück, wieder hin, wieder her. Und irgendwann kam er dann tatsächlich und hat uns gesagt, ja, wir dürfen nach Mexiko einreisen, Sie müssen da ein spezielles Dokument machen, wo drin steht, dass wir, wir haben es übersetzt, dass wir keine Schuld haben oder keine Verpflichtung, irgendwas. Und schuldenfrei oder schuldenfrei sind, irgendwie sowas stand drin. Google konnte es nicht ganz so gut übersetzen.
Und dann sind wir zurück zu dem Banjacito, wo man ja die ganzen Bezahlungen und alles macht. Also das ist eine Abspaltung von der Bank. Und die gute Dame hatte um 16 Uhr normalerweise Feierabend und hat um 15:30 Uhr dann ihr System runtergefahren gehabt und hat gesagt, ja, Pech, heute geht nichts mehr. Der Zollbeamte hat aber gesagt, ihr dürft morgen früh wieder um 8 Uhr kommen. Und er hat uns zugesichert, dass wir dann auf jeden Fall nach Mexiko einreisen dürfen und dass mit unserem Auto und Papieren alles in Ordnung sei. Genau. Wir sind dann rausgefahren, wir durften die Stadt nicht verlassen. Haben uns dann erstmal ein großes Bier gekauft und was zum Essen. Und uns einen Stellplatz gesucht für die Nacht, weil wir ja in der Nacht dort bleiben mussten, in der Stadt. Ja. Ja, am nächsten Morgen sind wir dann um 7:30 schon wieder dort gewesen. Tag 2. Wir stehen immer noch an der Grenze. Ja, nachdem sie uns gestern nicht reingelassen haben, wegen dem Datum in den Papieren, hat es wohl geheißen, wenn wir heute Morgen jetzt nochmal hierher kommen, funktioniert es. Und ja, das hoffen wir jetzt wirklich, dass das klappt. Die haben gesagt, wir sollen um 8 Uhr da sein und wir sind vorbildliche Deutsche und sind natürlich um 7:30 hier. Wir laufen davor und sagen unser Anliegen. Dann meint der nur, ja, ja. Setzt euch wieder ins Auto. Wir öffnen erst um 8 Uhr. Ja. So, jetzt warten wir halt hier noch die halbe Stunde und dann schauen wir mal. Hoffen, dass es heute klappt. Das klappt. Ja. Okay. Durften dann auch rein unsere Sachen bezahlen. Das Deposit, das war dann alles auch kein Problem. Sie haben uns noch ein paar Mal hin und her rennen lassen mit dem speziellen Dokument, das wir da gebraucht haben. Und ja, nach einer Stunde, 1,5 war die Sache eigentlich erledigt. Und ja, wir durften dann zum Zoll. Sie haben dann noch das ganze Auto durchsucht mit dem Hund, ob wir irgendwelche Drogen dabei haben und Tabak und Alkohol und keine Ahnung was. Und ja, schlussendlich war es relativ viel, meinen wir einfach auch nur Schikane und einfach, weil keine Sau an dem Grenzübergang war, ist den Leuten einfach stinklangweilig. Die haben wirklich überhaupt nichts zum Scheißen. Und das war was, wo wir einfach auch gemerkt haben, sie haben sich für alles einfach auch extrem viel Zeit gelassen. Andererseits wissen wir auch nicht, was jetzt die Pandemie ausgelöst hat. Also Ja. Die Menschen sind schon lange nicht mehr entspannt oder sonst was ja auch verständlich ist. Aber es war schon, ja, es war sehr anstrengend, aber es war auch in keiner Weise für uns, hatten wir das Gefühl, dass sie uns irgendwie respektiert hätten oder sonst was, sondern es war einfach nur so nach dem Motto, was willst denn du hier, muss das denn sein? Und das fanden wir einfach ein bisschen schade. Also das hat uns wirklich gefehlt, dass man sagt, hey, lass uns wenigstens drüber reden, aber das weiß man ja in diesen Ländern, dass man da überhaupt nicht diskutieren soll, sondern einfach zuhören und ja, versuchen das, auch wenn es lange dauert, es waren jetzt glaube ich fast 4 Stunden, bis wir dann letztendlich gestern zu unserem Ziel gelangt sind, aber ja, das ist die Situation und das ist uns zum ersten Mal jetzt passiert. Wir hatten noch nie schlechte Erfahrungen, gibt es auch mal, aber nicht nochmal. Nee. Also ganz wichtiger Tipp an der Stelle wäre halt, dass ihr unbedingt versucht ruhig zu bleiben, dass ihr nicht euch irgendwie aufregt oder aggressiv wirkt oder so, weil dann machen die komplett zu und du hast dann wirklich verloren, weil einfach der eine an der Grenze sagen kann, ja oder nein. Und da ist wirklich wichtig, dass du fast schon unterwürfig und ja und sie haben ja recht, aber es ist so und wirklich da ganz ruhig bleibst, weil das sonst echt in die Hose gehen kann. Ja, soweit zu unserem Grenzübergangserlebnis. Wie Jascha schon gesagt hat, das braucht man nicht nochmal, aber war auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Und wir sind jetzt hier in Puerto Chiapas auf einem Campingplatz am Meer, wie man sieht. Ist richtig schön, bleiben jetzt noch 2-3 Tage hier und überlegen mal, wo wir weiterfahren und wie es weitergeht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt zum Grenzübergang, schreibt es uns in die Kommentare und abonniert auch den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.